Es ist wieder Vlogzeit. Heute wieder. Ich bin hier auf dem Ziyou Guangchang und es ist Nachmittag. Heute ist das Wetter Gott sei Dank wieder ein bisschen wärmer, nachdem es in Nord-Taiwan oder in Taipei eine ziemliche Kältewelle gegeben hat. Heute möchte ich einen spontanen Vlog machen. Ich gehe durch den Platz und spreche über verschiedene Themen auf Deutsch und hoffe natürlich, dass dieses Video für euch sehr, sehr nützlich sein wird. Ich hoffe sehr, dass ihr viele neue Wörter lernen könnt und dass ihr auch die Themen interessant findet. Meine Herausforderung für mich ist hier, dass ich möglichst langsam spreche, Nummer 1. Und die zweite Challenge ist, dass ich auch versuchen möchte, dieses Video mit relativ wenig Schnitten fertig machen zu können. Das Lustige ist, ich war vor kurzer Zeit am Morgen in der Früh hier auf diesem Platz und in der Früh sind hier erstens einmal viel weniger Leute und zweitens einmal machen die Leute andere Dinge. In der Früh sind in diesen Parks auf der Seite die Leute und machen Tai Chi, sie singen, sie hören traditionelle chinesische Musik, sie machen diese Dinge oder sie machen Qigong. Und jetzt habe ich ein anderes Bild. Jetzt sieht man die Leute beispielsweise hier mit Musikinstrumenten üben. Da hinten ist eine Blasmusikkapelle, die verschiedene Lieder übt. Das finde ich auch sehr faszinierend, dass diese Band oder diese Blasmusikkapelle auf diesen großen Platz kommt. Gefällt dir das Video? Dann lass bitte einen Like da. Die sind ungefähr da. Und dann vielleicht wegen diesem akustischen Effekt, den man auf diesem Platz bekommt, genau hier die Blasmusik übt. Das kann natürlich ein Grund sein. Ich habe mir das gerade gedacht und ich habe mir gedacht, warum kommen sie genau zu diesem Platz und üben zusammen die Blasmusik? Naja, vielleicht hat das mit dem akustischen Effekt zu tun. Nochmal zurück zum Wetter. In den letzten Tagen war es in Taipei wirklich schmerzhaft kalt und noch etwas sehr Faszinierendes für mich. Ich habe heute auf meinem Handy den Wetterbericht gesehen. 喜欢这个影片吗？那就请各位多多分享。 Und auf dem Handy die Tiefsttemperatur für heute und die Höchsttemperatur für heute gesehen. Die Tiefsttemperatur war 8 Grad und die Höchsttemperatur 23 Grad. Also ein Temperaturunterschied von 15 Grad. Das ist auch für österreichische Verhältnisse sehr, sehr extrem. Auf Deutsch nennt man das hier einen Plan. Du kannst dasselbe Wort auch für einen Stadtplan benutzen. Ein Stadtplan. Bei einem ganzen Land sagen wir dann Landkarte. Das sagen wir nicht mehr Plan. Ein Plan bezeichnet normalerweise etwas in der Stadt, eine bestimmte Zone. Vielleicht auch von einem Gebäude, ein Gebäudeplan. Für diese Dinge benutzen wir Plan. Für größere Dinge benutzen wir Karte, Landkarte. Und ich schwenke mit der Kamera einmal hier rüber. Das ist auch ein schönes Panorama. Und ich schwenke wieder zurück. Was sehen wir da Schönes? So, da oben haben wir mal Wasser. Und dann geht es weiter. Da haben wir Pfirsichtee, ein Pfirsichgetränk. Da haben wir ein isotonisches Getränk. Das ist normalerweise sehr süß und das kann man zum Fitness machen benutzen, okay. Aber mir ist das irgendwie zu süß. Und dann gibt es etwas, das ich in Österreich so nicht gesehen habe, und zwar Kalpis. Das habe ich in Österreich nicht gesehen. Dann geht es weiter mit Traubensaft. Okay. Und da unten haben wir dann Kaffeesorten, wieder andere Teesorten. Sorten ist auch ein Wort, das sehr nützlich ist. Eine Sorte, eine bestimmte Art von etwas. Es gibt verschiedene Teesorten. Grüntee, Schwarztee, Oolong-Tee,
Pu'er-Tee und so weiter. Es gibt verschiedene Biersorten, es gibt verschiedene Weinsorten und so weiter und so fort. Dann haben wir hier Kokosnusssaft. Da habe ich von anderen Taiwanern gelernt, dass Kokosnusssaft sehr kühlend wirkt und mir wurde empfohlen, wenn mir im Sommer sehr heiß ist, dann solle ich bitte Kokosnusssaft trinken, weil es den Körper sehr gut abkühlen kann. Aber nicht zu viel, weil Kokosnusssaft auch harntreibend sein soll. Ein sehr, sehr interessantes Wort, harntreibend. Das heißt, dass man dann sehr viel aufs Klo gehen muss. Und diese Blasmusikkapelle ist auch sehr interessant. Die müssten nämlich jetzt Musik machen und sich gleichzeitig noch dazu bewegen. Kann man das sehen? Irgendwo da hinten ist das. Na gut. Ich würde mich über den Kommentar sehr freuen. Noch eines, Ovomaltine. Ovomaltine sagen wir in Deutschland, Österreich, beschreiben nicht Ovaltine, sondern es heißt Ovomaltine in den deutschsprachigen Ländern. So haben wir die Marke kennengelernt. Und noch was anderes, was mir auf dem Platz hier aufgefallen ist, die Mistkübel, die Mülleimer, die Mülltonnen, die sind sehr, sehr schön designt. Die sind in einem wahnsinnig schönen, traditionell chinesischen Design. Das hat man nicht überall. Dieser hier ist jetzt ein bisschen schmutzig, aber da vorne gibt es Mistkübel, die dann wirklich blitzblank, schön rot sind. Auch interessant, sich das anzusehen. Und hier haben wir noch was man in dieser Zeit ziemlich selten verwendet. Und zwar, das sind Telefonzellen. Also jetzt frage ich dich, wann hast du das letzte Mal in einer Telefonzelle telefoniert? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wann du in einer Telefonzelle telefoniert hast? Und das war das Video von heute. Bis zum nächsten Mal. 下次见.